Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen bei Onkel Wuschel. Ja, ich bin nochmal zurückgekehrt zu dem, was ich vorletzte Woche gemacht habe. Ich hatte ja mal gefragt in den Community-Tabs, wie sieht das aus? Was wollt ihr lieber, den Spessart oder das Trend 1000? Jo, es ist nicht viel ausgerollt worden, aber ich kriegte Rückmeldungen und die wollten eigentlich alle das Trend 1000. Es wird jetzt der Fokus sein auf das Fahren durch die Städte. Wir sind jetzt in Chaumont und naja, es ist recht interessant mit einer Überbreite da durchzufahren. Vor allem, weil hier der Verkehr ja nun auch ein wenig dichter war als im Rest der Strecke, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe. Da war alles ja ziemlich angenehm und ohne große Probleme. Hier in der Stadt ist das dann doch schon ein bisschen anders. Aber schaut euch das selber an. Es ist eigentlich ganz interessant. Vor allem, was ich auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel die Architektur in den Städten dort. Die gefällt mir eigentlich sehr gut. Es sieht ein bisschen anders aus als bei uns in Deutschland, aber trotzdem hat es seinen Reiz. Chaumont war die erste größere Stadt, durch die ich gefahren bin. Und es zeigt vor allem, das würde ich normalerweise ja gar nicht tun. Nach Möglichkeit würde ich immer zusehen, über die Autobahn zu fahren und die Städte zu meiden. Aber ich habe euch ja schon erzählt, aufgrund der Breite mit über 3,30 Meter hätte ich gar nicht durch die Mautstationen gepasst. Insofern war ich darauf angewiesen, über Nationalstraßen und Departementstraßen zu fahren. Ja, Nationalstraßen gingen meistens ja auch immer noch und einige davon waren sogar auch vierspurig ausgebaut. Und es gab auch mal einen Abschnitt, der war, glaube ich, über 40 Kilometer lang, wo wir tatsächlich über eine Autobahn fahren konnten, die eben keine Mautstationen hatte, und so passte ich da dann auch drauf. Es war interessant, aber es war auch eine sehr an die Konzentration gehende Sache. Es waren teilweise sehr gewundene Straßen, teilweise sehr enge Straßen. Hier, das ist ja ein Kinderspiel. Aber ich wollte die schönen Städte euch dann doch zeigen. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich erinnere nochmal an dieses gelbe Auto, das da vor mir fährt, wo da ja auch Konvoi exzeptionell steht. Ja, das war mein Pilot, so sagt man da in Frankreich zu. Ja, nicht nur in Frankreich, in anderen Ländern auch, in Polen zum Beispiel, habe ich schon gesehen. Und der musste ja nun, weil wir nicht über die Autobahn fahren, vor mir wegfahren. In Deutschland ist das im Grunde genommen genauso. Aber bei der Breite, mit der ich fahre, hätte ich auf normalen Straßen kein Begleitfahrzeug gebraucht. Ja, das Triebwerk ist riesig. Ja, schaut euch das mal an. Er hat bei diesen winterlichen Temperaturen das Fenster runtergekurbelt und macht den Autofahrern Zeichen: Guck mal hier, da kommt einer, der braucht viel Platz. Geht mal bitte beiseite. Und das hat also so wunderbar geklappt alles, und ich bin mit ihm auch hervorragend ausgekommen, muss ganz ehrlich sagen. Wir haben eine Menge Spaß miteinander gehabt und ja, die Verständigung klappte auch so einigermaßen. Er konnte relativ gut Englisch. Ja, ich musste dann relativ langsam sprechen, damit er das verstand, und seine Antworten waren manchmal auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ich habe ja auch mal Französisch an der Schule gehabt, und insofern konnte ich meine französischen Sprachkenntnisse dann eben doch mit anbringen, und so klappte die Verständigung auch. War sogar sehr gut. Er war dann auch teilweise
was ja gar nicht zu seinem Aufgabenbereich gehört, für mich als Dolmetscher tätig. Das heißt also, er hat mich bei der Firma, bei der ich abladen sollte, telefonisch avisiert, weil er wesentlich besser in der Lage gewesen wäre, mit denen zu kommunizieren als ich. Ja, Witz an der Sache. Ich komme dann dahin und derjenige, mit dem er gesprochen hat, der sprach ein hervorragendes Englisch. Also hätte ich gar keine Probleme gehabt. Aber das hat sich dann da eben erst vor Ort herausgestellt. So, Chaumont lassen wir hinter uns. Das sind jetzt noch so die Ausläufer. Und ich glaube, es kommt noch eine Stadt, die da erwähnenswert wäre. Aber es kommen jetzt auch erstmal ein paar schöne Landschaftsaufnahmen und ein paar idyllische Ortschaften. Das Auge soll ja auch was bekommen, habe ich mir gedacht. Und es ist ja, so viel ich weiß, dass die ganze Gegend, das französische Jura. Und es ist eine sehr schöne Gegend. Und teilweise ja sehr langsam anwachsenden Hügeln, aber es ist wellig insgesamt. Und das bedeutete natürlich auch jede Menge Serpentinen und Steigungen. Und da hat man natürlich mit einem Motorwagen, der kein großartiges Gewicht trägt, außer seinem Eigengewicht, und einem Anhänger, der über 13 Tonnen beladen war. Das hat man dann oftmals schon gemerkt, gerade am Berg. Ich hatte euch ja erzählt von dieser Geschichte, wo sich da einer in den Konvoi gedrängelt hatte und an einer Steigung dann vor der Ampel stehen geblieben ist und ich dort kaum weggekommen bin, weil es eben so winterlich war. Naja, das habe ich euch ja beim letzten Mal schon erzählt, das war eine tolle Sache. Das Triebwerk hat Abmessungen von 3,35 Meter und in der Höhe sind es sogar noch mehr, sodass ich eine insgesamte Fahrzeughöhe mit dem Rollerbett, auf dem das Ganze transportiert wurde, von 4,43 Meter hatte. Das war ja auch der Grund, weshalb ich in Deutschland diesen riesen Umweg fahren musste, bis kurz vor Basel, weil die ganzen anderen Grenzübergänge wäre ich aufgrund der Brücken nicht unter durchgekommen. Das ist nun mal so ein bisschen das Problem dabei gewesen. Mit solchen riesigen Ladungen müssen wir auch ganz schöne Umwege in Kauf nehmen. Aber es hat alles gut geklappt und ich bin da überall heile durchgekommen. Gerade so bei den Triebwerkstransporten, da gibt es ja immer, so kleine Anekdoten am Rande. In Frankreich muss ich ja mit solchen Sachen immer über die Nationalstraßen oder Departementstraßen fahren. Und als ich das letzte Mal gemacht habe, da habe ich noch einen Sattelzug gefahren. War breit, aber eben nicht so hoch. Es passte auf meinen Sattelzug drauf, nur dass ich die Plane eben drüber machen musste. Das war im Grunde genommen auch das erste Mal, dass ich den Begriff schwangere Auster erwähnt habe. Und da musste ich aber nicht zum Flughafen Charles de Gaulle, sondern zum Flughafen Orly, der ja zentraler liegt und im Norden von Paris. Das hieß also, ich musste diesmal wirklich mitten durch Paris, nicht gerade jetzt durch die Altstadt oder einer Seine entlang, aber zumindest auf Straßen, innerstädtischen Straßen in Paris. Und das war teilweise recht lustig. Es gab da so ein paar Kamikaze-Flieger. Ich war natürlich den Leuten ein Dorn im Auge, dadurch, dass ich die Straße so blockiert habe, weil ich so breit war. Und da gab es doch tatsächlich welche, die unter meiner Ladung durchgefahren sind. Die haben mich überholt,
indem sie unter der Ladung gefahren sind. Ja, da ist eigentlich nicht viel Platz, aber da das auf einer Palette drauf war und da so ein so ein kleines Auto, das nur etwas über 1 Meter hoch ist, das passte da unter durch und das haben sie auch gemacht. Mit sowas von lebensmüde. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Ganz doof geguckt. So, nochmal ein paar langgezogene Hügel, die ich eigentlich so wunderschön finde. Man so schön weit gucken kann. Ja, und dann hat ja auch das Wetter mitgespielt. Das war alles großartig. Kalt, aber schön. Ich hoffe, dass ihr das genauso seht und diese Aufnahmen auch genießt. Ich sprach ja von diesen kleinen idyllischen Städten, durch die wir gekommen sind. Haben wir jetzt auch wieder eins da. Mit einer schönen alten Kirche. Und wenn ich den Stil richtig deute, ist das Gotik. Die ist also schon ziemlich alt, diese Kirche. Gotik, das war, glaube ich, das 13. Jahrhundert, 13. und 14. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere. Davor war die Romanik und dann kam die Gotik, zu erkennen an diesen Spitzbögen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, das wäre so gewesen. Die Technik des Transportes eines Trent 1000 ist nun aufgrund seiner Abmessungen etwas ganz Besonderes. Die werden auf einem sogenannten Rollerbett gefahren. Damit kann ich sie im Grunde genommen auf Rollen direkt auf den Anhänger rauf bekommen. Da habe ich an dem Anhänger Elektromotoren, die diese Rollen bewegen. Und dann wird es dann entweder direkt vom Flugzeug aus oder eben von irgendwelchen Verladerampen auf das Rollerbett raufgeschoben und ich ziehe es dann mit den Motoren an Ort und Stelle. Ja, dann wird es an die Kette gelegt, dann kommt noch eine Plane darüber, die dann noch festgezurrt werden muss und dann kann ich loslegen. Aber eben das ganze Gewicht nur auf dem Anhänger. Ja, geht nicht anders. Auf dem Motorwagen passt es ja nicht. Schaut euch mal diese Stimmung an mit dem blauen Himmel. Och, das war schon herrlich. So, nutzen wir jetzt den Ampelstopp, um mal eben kurz zu zeigen, wie das dann überhaupt technisch aussieht, mit Überbreite zu fahren. Ja, das ist jetzt kein Trent 1000. Hier habe ich einen Reverser drauf. Aber der ist genauso breit, weil der sitzt ja um das ganze Triebwerk herum, also auch 3,30 Meter. Und dann bekommt ihr jetzt mal so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie die Dimensionen aussehen, wie das aussieht, wenn ich mit Überbreite unterwegs bin. Das ist hier nicht so problematisch gewesen, weil der Reverser, der wiegt nicht viel, 500 Kilo. Wenn es hochkommt, mal 1 Tonne, aber mehr auch nicht. Aber er ist eben sehr groß. Und ihr bekommt jetzt so eine kleine Vorstellung davon, wie das für jemanden Außenstehenden aussieht, mit Überbreite zu fahren. Das Einzige, was sich jetzt beim Trent 1000 geändert hat, war die Höhe. Aber die Breite war dieselbe. Sieht gut aus, ne? Naja, der LKW ist Geschichte. Wir haben mal gesagt, der geht mit mir zusammen in Rente. Nee, er hat mich noch eine Weile überdauert. Aber ich selbst fahre ja auch noch. Also alles gut. Ich bin zwar in Rente, fahre aber immer noch weiter. So, die Ampel hat umgeschaltet auf grün. Und das ist in Frankreich immer so, es gibt keine Gelbphase. Springt direkt von rot auf grün um. Naja, verjagt man sich dann immer. Und wer so eine Start-Stopp-Automatik hat, der fährt dann wahrscheinlich immer etwas zu spät von der Ampel los. So, jetzt haben wir wieder so die richtig schönen malerischen Städtchen
und wo es im Grunde genommen ja tatsächlich richtig eng ist. Und wenn er dann die Blinklichtanlage einschaltet, dann macht er mir den Weg sowieso frei. Schaut mal, wie weit ich ausholen muss. Ja, dieses breite Triebwerk, es zwingt mich, weit auszuholen, damit ich die dort rechts parkenden Autos nicht mitnehme. Ich bin dann auch, habt ihr ja vielleicht gesehen, nicht von der Rechtsabbiegerspur, sondern von der ganz linken Spur darüber gefahren. Sonst wäre ich in diese enge Straße ja gar nicht reingekommen. Ich habe ja gesagt, dieser Teil, der sollte sich vor allem ein bisschen auf das konzentrieren, wo man etwas sehen kann, die schönen, reizvollen Städte und so. Ja, mir gefällt das immer so und ich hoffe, das kann ich rüberbringen und habe euch mitgenommen dabei. Und ihr habt vielleicht noch etwas anderes festgestellt. Ich habe auf Musik verzichtet. Sagt mir doch bitte mal, was ihr davon haltet. Ob ich da in Zukunft drauf verzichten soll, auf die Musik, oder ob die unbedingt dabei sein soll. Das würde mich echt mal interessieren. Es ist jetzt im Grunde genommen eigentlich eher ein Experiment. Ich weiß nicht, wie das ankommt. Ich weiß nicht, ob es nicht vor allem gerade die Musik war, die meine Zuschauer am Dranbleiben gehalten haben. Wäre nett, wenn ich da ein Feedback bekäme. Mir persönlich ist es eigentlich relativ egal, aber es gehört nun schon seit den über 4 Jahren einfach mit dazu, die Musik bei mir. So, ich hatte ja schon ein Video gemacht. Wow, 3000 Abonnenten. Ich sage Dankeschön. Ja, das ist etwas, wofür ich mich wirklich bedanken muss. Bei euch allen für eure Treue. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da nicht mit gerechnet. Vor allem, dass es am Ende dann so schnell ging. Und jetzt, ja, ist das auch bald schon wieder Schnee von gestern. Ich stehe fast vor den 3500. Es geht eigentlich rasend schnell. Wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Damit habt ihr mir wirklich eine große Freude gemacht. Was ich in diesem Video natürlich jetzt wieder machen kann, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gerne mal wieder bei mir vorbei. Und auch eine Reaktion von euch, also ein Like oder auch ein Kommentar, würde mich unwahrscheinlich glücklich machen, weil das ist so der Lohn für die Arbeit eines YouTubers. Für heute macht es erstmal gut. Ich wünsche euch was. Jo, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.